Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, bei unserem nächsten neuen YouTube-Video. Heute haben wir wieder mal ein Auto, was so ein bisschen mein Lieblingsauto ist. Das ist ein ganz originaler Mercedes 450 SEL 6,9 und das war im Laufe der 70er Jahre eigentlich das Auto. Das war eigentlich der Weltklassewagen. Der Daimler-Benz hat ja neben dem 600er versucht, auch in der S-Klasse einfach Maßstäbe zu setzen. Und da gab es dann ab Ende 1975 den 450 SEL 6,9, ist eigentlich der legendäre Nachfolger vom 300 SEL 6,3. Der Wagen hat hier 8 Zylinder, war 234 Stundenkilometer schnell. Und das Schöne an unserem Auto, und das möchte ich euch mal zeigen, der ist im völligen Originalzustand. Das heißt, der Wagen ist nicht nur aus erster deutscher Hand, was absolut eine Rarität ist, sondern er hat, also bis auf die rechte Seite, das habe ich gesehen, das zeige ich euch später nochmal, ist er hier im völligen Originallack. Und das Tolle an dem Auto ist, vielleicht ist es der einzige in dieser Farbe, also mir kommt er vor wie Schlammgrau, das sage ich jetzt einfach mal so. Schaut euch das mal an. Hier ist ein ganz seltener Farbton. Heißen tut das Topazbraun, aber ich finde, braun ist das eigentlich nicht richtig. Das ist so eine Mischung. Also es gibt ja Brauntöne, die finde ich nicht besonders schön. Ich finde, dass das bei dem Wagen absolut edel aussieht. Und da kommt noch dieser tolle originale Zustand. Das Auto ist in Deutschland 1976 ausgeliefert worden. Wir sind ja gebaut worden bis 1980. Hat einem Unternehmer gehört und eigentlich bis heute in dieser Familie. Ist dann nur 3 Jahre lang wirklich gefahren worden. Dann ist er stillgelegt worden. Und wir haben bis zum heutigen Tag über den Wagen wirklich alles dokumentiert. Und wie er so fährt und so, das zeigen wir euch jetzt. Ja, das ist hier für viele Deutsche in den 70er Jahren wirklich das absolute Spitzenprodukt gewesen, der absolute Traumwagen. Der hat seinerzeit die Hälfte gekostet vom 600er Mercedes, also ungefähr knapp 70.000 D-Mark, was ein Haufen Geld war. Und das ist ein Auto gewesen mit annähernd 300 PS. Der hat es geschafft in circa 7 Sekunden von 0 auf 100 und das war seinerzeit ein richtiger Wert. Und es ist sehr, sehr selten, die Autos sind ja im harten Einsatz gewesen, ich mache das Schiebedach kurz zu. Autos sind ja im harten Einsatz gewesen, sind auch sehr viel bewegt worden. Es gibt also sehr, sehr wenige Fahrzeuge, die wirklich in einem guten Zustand sind. Und ein Auto aus erster deutscher Hand, glaube ich, ist sehr, sehr selten. Also ich habe auch lange gebraucht, bis ich das Auto bekommen habe. Das war nicht so ganz einfach. Wenn eine Familie so einen Wagen 50 Jahre lang besitzt, dann hängen die natürlich an dem Wagen. Und wir müssen teilweise für solche Proziosen wirklich kämpfen. Und für den hier habe ich wieder kämpfen müssen. Und was ich irre finde, ist diese tolle Farbe. Also das ist mehr grau als braun. Das sieht aber unglaublich edel aus. Steht im Auto absolut. Ich habe einen 6,9er in der Farbe bisher noch nie gesehen. Da sind ja viele in Silber oder in Schwarz oder irgendwie so. Aber das Auto in dieser Farbe hier ist eine absolute Rarität. Und was dazu kommt ist, dass der wirklich original ist. Es ist immer gut, wenn man so ein Auto aus einer Top-Unternehmerhand bekommt, dann weiß man auch, dass der Wagen wirklich toll gepflegt ist. Das sieht man hier im Interieur. Wir werden gleich mal ein bisschen außerhalb anhalten, euch das da mal zeigen. Also der läuft auch. Also wenn man hier drin sitzt, ein 6,9er ist halt ein 6,9er. Also einen frühen 6,9er, und das ist hier unser Auto, den kann man daran erkennen, dass er hier vorne in der Mittelkonsole noch aus Plastik ist. Früher hat man hier auch Holz gehabt. Man sieht die alte originale Klimaanlage hier vorne von dem Auto. Hier sind die Heizungshebel für warm und kalt, könnt ihr hier sehen. Klimatisierung war damals Serie bei dem Auto. Defrost hier vorne. Und ja, sonst hat er die 4 elektrischen Fensterheber. ABS gab es 1976 noch nicht. Das hat es erst ab 1978 gegeben. Und ja, hier auf dem Tacho könnt ihr sehen, der hat eine Dreigang-Automatik, also das ist unterteilt. Da sind diese 3 Striche, wann er schaltet, erster, zweiter und ab 160 der 3. Gang. Das ist natürlich irre gewesen. Aber der Wagen hat so einen Drehmoment gehabt, also fast 600 Newtonmeter, dass er das einfach kann. Und es kam damals den Konstrukteuren darauf an, wirklich eine tolle, hohe Reisegeschwindigkeit zu fahren. Also zu der Zeit waren die Autobahnen noch relativ leer. Heute geht das ja alles nicht mehr. Aber damals, da konnte man wirklich, wenn man von Hamburg nach München gefahren ist, also locker in 5,5 Stunden schaffen. Das weiß ich noch. Aber heute geht sowas nicht mehr. Und dafür hat man den Wagen gebraucht. Damit war man schneller als mit der Bahn. Die Bahn fuhr damals Max 200 und er hier hat eine Höchstgeschwindigkeit von 234. Und ich weiß, dass man also um die 200 Dauergeschwindigkeit mit dem 6,9er absolut toll machen konnte.
Ja, also zum 6.9er, die sind ungefähr 7.000 Stück gebaut worden von dem Wagen, was also eine relativ geringe Stückzahl ist, wenn man sich überlegt, was heute von solchen Luxusautos gebaut wird. Ist ein 6.9er ein seltenes Automobil und vor allen Dingen, es gibt ja nur sehr wenige mit einer ganz geringen Laufleistung und die wirklich toll original erhalten sind. Das ist oft so gewesen, wenn die in zweite, dritte Hand angekommen sind, sind sie nicht mehr so gepflegt worden, weil das Geld auch einfach nicht da ist von den neuen Besitzern. Oh ja. Ja gut, der hat natürlich richtig Druck, so ein Wagen. Der dreht auch bloß bis 5000 Umdrehungen, mehr braucht er gar nicht. Und schiebt aber richtig an. Und man merkt, dass es ein Auto ist, der ist Serviceheft, Checkheft gepflegt, das ist alles dabei. Also wir haben eine sehr schöne Akte dazu und man kann über die Familie, denen das Auto ja immer noch gehört, wirklich alles erfahren. Und wenn der nächste Käufer, der Liebhaber, das ist ja echt ein Liebhaber, der sich so einen Wagen hier kauft und leistet, also die Verbindung stellen wir natürlich immer gerne her. Und dann könnt ihr auch wirklich alles erfragen, ihr wisst alles über das Auto. Also Historie ist absolut wichtig, wenn man sich einen Oldtimer kauft. Und hier ist das herrlich dokumentiert, auch diese Original 101.000 Kilometer, die er gelaufen hat. Das ist natürlich nichts für so eine 8-Zylinder-Maschine. Und er ist immer sehr gut gepflegt und gewartet worden. Ja, er hat 4 Scheibenbremsen. Das Auto ist dann, wie gesagt, sehr lange stillgelegt gewesen und ist dann 2002 übrigens wieder in Betrieb genommen worden. Und dann hat man alles machen lassen, auch Standschäden. Das hat so ein Auto natürlich, hatte ja es gemacht worden. Und im Jahr 2019 dann nochmal technisch revidiert worden. Ja, und daraus ergibt sich, also wer sich den Wagen kauft, der kauft ein wirklich gutes Auto. Ist natürlich trotzdem, das Auto ist halt eben trotzdem 50 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. Und da kann technisch immer mal was sein. Das geht nicht anders. Naja, das ist alles noch ein bisschen unpraktisch. Heute ist das ein bisschen einfacher. Er hat auch keine elektrischen Sitze oder sowas, das gibt es alles nicht. Das ist eigentlich noch ein rein mechanisches Auto, sage ich mal. Wo diese ganzen elektronischen Helferchen, die es heute alle gibt, das ist damals gar nicht der Fall gewesen. So, dann wollen wir mal hier vorm Jesus parken. Weil das ist wirklich ein besonderes Auto und der auch einen besonderen Platz verdient. Es war in den 70er Jahren das Fahrzeug überhaupt. Ist übrigens gekommen, als Flick sein Aktienpaket verkauft hat für 2 Milliarden Euro an die Deutsche Bank. Wer es vielleicht noch weiß, Flick war damals Hauptaktionär von Daimler-Benz. Da haben sie wirklich tolle Autos gebaut. Aber die Zeiten sind lange her. Jetzt muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig stehe. Stehe ich hier richtig? Ja. So. Ja, das ist unsere S-Klasse, die tollste S-Klasse, die seinerzeit gebaut wurde. Mercedes 450 SEL 6,9, 286 PS genau, fast 7 Liter Hubraum. Und das Schöne an dem Wagen ist diese Linie, die er hat. Es ist ja ein langer gewesen. SEL heißt ja lang, SE lang. Und jetzt schaut euch das mal an, was der Wagen wirklich für einen tollen Zustand hat. Wir haben ihn auch schon schön gereinigt. Schaut mal hier, das ist die originale Velour-Ausstattung, die war von erstklassiger Qualität. Wenn so ein Wagen in gepflegten Händen war, dann ist die bis heute wirklich wie neu. Die ist nirgends durchgesessen. Wenn man damals Ledersitze bestellt hat, löst sich oft unter dem Leder das Plastik auf. Da gibt es solche Schaumstoffdinge, die gehen dann kaputt, aber das hat Velour nicht. Und wenn man da auch reingeht und die Nase das mal so richtig durchriecht, wie das damals war von der Produktion, der riecht noch nach Produktion. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass er erst 100.000 gelaufen hat. Dann hat er hier vorne elektrische Fensterheber drin. Also wenn man das mit heutigen Autos vergleicht, hat er relativ wenig Ausstattung. Das Auto hat mehr oder weniger Serienausstattung vom 6.9er und das war eben damals nicht mehr. Airbag gab es da auch nicht. Da hat er hier vorne die Sitze gehabt in den Lehnen. Nicht die Sitze in den Lehnen, Quatsch, hier die Gepäcknetze. Früher hieß das noch Gepäcknetze. Ja, dann mache ich euch mal den Motorraum vorne auf, wie so eine 6.9er Maschine aussieht. Mensch, du. Das Wumms bei den Türen hat natürlich einen tollen Sound. So, links und rechts sind die Hebel, um die Haube zu öffnen. Und das ist ein originaler 6,9 Liter Motor. Er hat hier so ein bisschen einen kühler Rostbefall, das finde ich aber nicht weiter schlimm. Hier auch, das kann man vielleicht noch ein bisschen besser machen. Das ist halt ein originaler 6,9er Motor und völlig originaler, gut erhaltener Motorraum. Das ist alles echt an dem Auto, das war noch nicht auseinandergerissen. Da immer bei Daimler in Pflege und hier vorne ist halt eben Fahrgestellnummer und alles, was es braucht. Baureihe 116 nannte sich das damals. Danach kam dann der 126er ab 1980 raus. Aber das war halt eben ein Mercedes, der sehr, sehr große Erfolge damals auch geleistet hat, gebracht hat.
Ah ja. Ja, was ich toll finde, vorne noch der schöne große Stern bei dem Auto. Das ist ja heute alles wegdesignt worden. Damals gab es das noch. Große, riesige Motorhaube, Stern vorne drauf. Man hatte Schub ohne Ende. Und bei so einem Auto, das muss man natürlich wissen, wenn der 7 Liter Hubraum hat, dann verbraucht so ein Wagen eben auch keine 5 Liter oder 10 Liter, sondern geht eben durch 16 bis 25. Das wird man auch nicht ändern können. Und so. Oh, Entschuldigung, ich wollte da rein. Jetzt fliegt Paul durchs Auto. Entschuldigung. Zum Glück nichts passiert. Der will ja tolle Bilder immer machen. Er muss halt vorsichtig sein. Also Bremsen, das haben wir getestet, funktionieren erste Klasse. Wie gesagt, der Wagen war ja auch im Service. Das haben wir ja alles schriftlich. Da sind ungefähr 11.000 € investiert worden, noch mal im Jahr 2019. Da hat man den Wagen dann extra für eine Hochzeit rausgeholt. Und das war halt eben das gute Familienstück. Und ich kann euch sagen, es hat Wochen gedauert, bis wir dann vom Eigentümer gehört haben, na gut, schweren Herzens, also gut, holen Sie ihn ab, Herr Luftschitz. Die Leute hängen ja an sowas. Das ist ein Teil der Familie. Und ihr könnt mir glauben, es ist ganz, ganz schwer, an solche Autos ranzukommen, wenn die aus erster Hand dann sind und so lange, das ist ja ein Teil der Familie, der Familiengeschichte. Fahr ich hier lang? Ja. Ja, fahren wir mal hier quer über den Acker. Und also wir mussten auch versprechen, dass wir den Wagen wirklich in gute Hände weitergeben. Aber mittlerweile haben wir ja am Tag zwischen 30.000 und 50.000 Aufrufe auf unserem YouTube-Kanal. Und da haben wir so viele interessante Leute die letzte Zeit kennengelernt, dass wir also sicher sind, dass das Auto wirklich in Hände kommt, die das auch zu wertschätzen, wissen, dass das was ganz Besonderes ist. 6.9er aus erster Hand gibt es nicht oder so gut wie gar nicht. Und wenn es sowas mal gibt, dann ist das meistens in der Regel schnell weiterverkauft. Ich finde, dass der eine wunderschöne, edle Farbe hat. Das steht ihm Auto total. Auch dieses orangefarben, ich weiß gar nicht, wie die Farbe innen heißt, Velour. Also sieht total fein und total edel aus. Und das Gute an dem Auto, das kann man sehen, da sitzt alles. Der ist unfallfrei, der hat das Gesicht stimmt bei dem Wagen vorne, er hat Lampen, die sich in einem sehr, sehr guten Zustand befinden. Übrigens ein bisschen schwierig war einmal die Hydropneumatik bei dem Auto, das ist ja so eine Art Luftfederung. So war der Wagen gefedert. Und das ist gemacht worden bei dem Auto. Und das ist auch ein paar Jahre erst her, gar nicht lange her. Übrigens damals hier auch der letzte Schrei, das waren die Wischer hier vorne. Hat man damals als neues extra haben können. Vorher gab es sowas alles überhaupt nicht. Er hat, ich sag mal, zu 95% ersten Lack. Das Einzige, was mir ein bisschen auffiel, es ist ja immer, weil der Straßenrand immer ein bisschen mehr Feuchtigkeit hat als die linke Seite, ist die rechte Seite. Also hier ist er schon mal ausgebessert worden, hier unten. Das ist nicht ganz hundertprozentig perfekt, das sei einfach mal gezeigt hier. Aber es ist halt gemacht worden und er hat da vorne rechts einen ganz leichten Rostansatz. Also man kann wahrscheinlich den Holm hier unten nochmal in Ordnung bringen. Da gehen dann vielleicht ein paar Tausender rein, aber das ist bei dem Investment für so einen Wagen hier, ist das, meine ich, überschaubar. Und das Auto kostet keine sechsstellige Summe. Er liegt unter 100.000 €. Und bei einem deutschen Ersthand, habt ihr die Türen gerade gehört, das muss ich einfach nochmal zeigen, weil das ist ja wirklich, also das ist der wuchtigste Türklang bei einem Auto, den ich überhaupt kenne. Beim 450er, hört mal hier. Das ist einfach toll. Hinten die lange Tür, die ist entsprechend, hat die noch mehr Masse, die ist größer. Schaut da mal rein, top gepflegt, neuwertig das Auto. So, hier könnt ihr auch sehen, dass er da unten schon mal beilackiert wurde. Die Seite müsste man vielleicht noch ein bisschen machen. Aber das ist, wie ich meine, eine Kleinigkeit, das ist nichts Schlimmes, weil der Wagen immer top gepflegt wurde in der Firma. Jetzt hört euch das mal an hier. Ja, nee, die klingt nicht so gut. Vorder' war besser. So, jetzt schauen wir mal hinten in den Kofferraum. Also auch hier Chrom, Lichter hinten in einem guten Zustand, hier auch keine Beulen oder Kratzer, das ist alles hervorragend gepflegt. Das Einzige, was falsch ist, das Zeichen gehört darüber und da muss eigentlich 450 SEL 6,9 stehen, das ist mir aufgefallen. So, wenn man da jetzt mal reinguckt, guckt mal hier. Also so gut wie nie Koffer darüber gezogen, das sind noch die originalen Aufkleber. Das ist hier die originale Matte. Sollen wir mal gucken, da muss auch das originale Rad hinten drunter sein. Ja, hier. Original Dunlop oder Michelin ist das, glaube ich. Der hat damals 215er VR-Reifen gehabt. 250 und das sind auch noch die originalen Felgen von damals. Die sind immer, wenn sie abpoliert waren und lange gewaschen und hin und her, sind die so leicht bläulich, haben die drunter vorgeschimmert. Warum, weiß ich nicht. Das hat er aber hier auch. Das heißt also, die Felgen, die es hier in dem Auto gibt, eben am Auto, man kann die mal lackieren. Da sehen sie wirklich perfekt wieder aus. Aber die sind halt eben benutzt und die sind halt 50 Jahre alt.
Aber mit diesen Felgen ist der Wagen seinerzeit zur Welt gekommen. Und man sieht auch an den Reifen, also 215er Michelin, der hat die richtige Bereifung drauf. Solche Reifen kann man sich heute auch erneuern lassen, irgendwelche billigen japanischen Produkte. Das ist der Reifen, damit ist der Wagen zur Welt gekommen. Also dieses Modell, das sind nicht mehr die ersten Reifen, aber die richtigen auf dem Auto. So kamen sie aus der Produktion. Ja, was können wir zu unserem 6.9er noch sagen? Motor haben wir geguckt. Was denn? Ach so. Ja. Ja, wie gesagt, der Wagen hat auch Dokumente. Das sind die Originaldokumente. Gehen wir mal ins Handschuhfach hier vorne. Er ist lückenlos Checkheft gepflichtet. Ach, das ist ja nett. Hier ist noch die Originalpreisliste von dem Wagen. Also das ist schon wieder ein Highlight. Hier, guck mal hier. Preisliste von 1976. Was steht da? Meine Brille nicht. Auf 1978, na, das ist ein bisschen später. Da kann man mal sehen, was die Autos damals gekostet haben. 450 SLC 5.0 kostete 63.000 Mark. Muss ich noch mal gucken. Also hier ist die gesamte Mercedes-Aufpreisliste. Ach, hier konnte man sich noch einen 600er bestellen. Der kostete 144.000 Mark. Das ist ja absolut irre. Jetzt will ich noch mal gucken. Da muss ja unser 6.9 auch irgendwo zu finden sein. Da stehen alle Preise drin. Das ist ja mal cool. Das sollten wir echt mal behalten hier. Das ist ja richtig klasse hier mit den Originalpreisen. Da haben wir ihn. 450 SEL 6.9 hat damals gekostet ohne Extras 78.960 Mark. Also fast 80.000. Und das war zu der Zeit richtiges Geld. Da hier ist das gesamte Mercedes-Programm drin. Ist da richtig cool. Ist selten sowas. Dann haben wir hier das Checkheft, Wartungsheft. Das erste ist Original natürlich. 450 SEL 6,9. Da ist die Datenkarte drin. Ja, und hier ist alles abgestempelt. Erste Wartung, Durchsicht. Ja, das ist alles vollständig. Ja, das ist klar. Ich habe mich länger unterhalten mit den Herrschaften. Das hat viele Wochen gedauert, bis wir gesagt haben, okay, so machen wir es. Also lückenlos abgestempelt. Hier vorne haben wir noch die Bedienungsanleitung. Wenn ich mir die heute angucke, eine Bedienungsanleitung, bekommt man ein Buch mit von Mercedes und weiß dann trotzdem nicht, wie es richtig geht. Damals war das noch einigermaßen überschaubar. Schaut euch das mal an hier. Bedienungsanleitung für einen 6.9, war nicht mal einen halben Zentimeter dick. Das ist eigentlich alles. Ach, Tempomat war das gerade, nicht? Ja, der hat sogar ein Tempomat. Toll. Ja gut, also damals 1976 war noch eine andere Zeit, da hatte man das noch nicht so mit Extras. Übrigens das Becker Mexiko hat er, und zwar das schöne alte noch mit der Kassette. Ist eine absolute Rarität, finde ich. Sieht toll aus, ist eigentlich ein Radio, was es so ab 1969 gab. Gehört eigentlich noch zur 108er Baureihe und zum 111er Cabrio, aber der hat das noch. Also man sieht, das ist hier so die Übergangszeit in die Moderne, weil hier begann das ja richtig modernes Auto zu werden bei Daimler-Benz. Ja, wie gesagt, und mir macht sowas Spaß, weil so richtig originale 6.9 gibt es nicht viele. Da hat er zwar eine kleine Beule, das sehe ich gerade im Sonnenlicht da vor dem Türgriff, aber das ist alles nicht schlimm, das sieht man sonst nicht. Also wo ich mich ein bisschen gewundert habe bei dem Auto, der hat doch tatsächlich den rechten Außenspiegel eingespart. Also das gab es damals noch nicht serienmäßig, der gehört eigentlich dahin. Und wenn man rückwärts fährt mit dem Auto, muss man echt gucken, weil rechts ist einfach ein Loch, da fehlt was. Er hat keinen rechten Außenspiegel, kann man sich besorgen, aber hat er laut Datenkarte nicht. Also da hat damals jemand doch gerechnet und war ein bisschen sparsam, obwohl er sich das dickste Auto bestellt hat, was es neben dem 600er eigentlich gab. Also so übermäßig viel Extras hat der Wagen nicht, aber man hat ja eben einen tollen Motor und mehr braucht es nicht, um wirklich glücklich zu sein. Und dieses tolle Flair der 70er Jahre eines erste Klasse Bundesbahnabteils. Also man kann toll cruisen in dem Auto, man hat hier wirklich deutsche Wertarbeit. Das sind 2 Tonnen Daimler-Benz, so schwer war der Wagen damals. Und das ist, wenn ich mir überlege, dass der fast eine 7-Liter-Maschine hat, nicht mal schwer. Also ein vergleichbares Auto heute würde 2,5 Tonnen wiegen, weil halt eben dermaßen viel Elektronik verbaut ist. Und die gesamte Technik an elektronischen Helferlein, die es da heute gibt, das ist ja unglaublich umfassend. Und das ist auch das große Problem, wenn man sich heute ein Auto neu kauft und meint, in 50 Jahren hat man den noch, da fällt auch die ganze Elektronik dann aus. Also ich weiß gar nicht, wo kriegt man dann eigentlich noch ein gutes Auto her? Wie man die erhalten will, weiß ich nicht. Und ob das dann wirklich nachhaltig ist, das ist dann auch nochmal so eine Frage. Also ich glaube, das hier ist wirklich ein nachhaltiger Wagen gewesen, weil der fährt heute noch. Und selbst wenn der ein bisschen mehr verbraucht, so ein Wagen fährt man ja vielleicht 10.000 Kilometer im Jahr oder meinetwegen auch 15.000. Und selbst wenn er das Doppelte verbraucht wie andere Autos, aber das ist das alte originale Material, hat einen super Qualitätsanspruch, ein tolles Ambiente, ein Qualitätsgefühl, was einem der Wagen vermittelt. Man kann hiermit ganz toll lange Reisen machen, man sitzt super, hier ist überhaupt nichts kaputt hier drin.
Also da muss man ja wirklich mal über die Nachhaltigkeit und über die ökologische Bilanz von so einem Auto sich Gedanken machen, weil das Auto gibt es seit 50 Jahren, den gibt es immer noch und da musste eben nicht wie andere Autos in der Zeit alle 10 Jahre verschrottet werden. Also mittlerweile wären das 5 neue Autos hier und was das kostet an Energie, herstellen, verschrotten, das kann man sich ja mal in Ruhe überlegen. Und da ist dann die große Frage, was eigentlich wäre, wenn man solche Autos in der Technik heute nachhaltig ökologisch umkonstruieren würde. Zusätze, Additive, gibt es ja 1000 Möglichkeiten bei so einem Wagen, bis hin zum Wasserstoff. Dann hat man hier eine Antriebsquelle, ein Auto, was, meine ich, absolut mithalten kann, vielleicht sogar noch effizienter ist als heute moderne Autos. Nicht? Also auch wenn heute so eine Batterie, das sind 500 Kilo, eine halbe Tonne, die zu produzieren mit allen möglichen Schadstoffen aus Afrika, sage ich mal, aus dem Kongo und die dann wieder zu entsorgen nach ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das so... Mag in der Stadt für den Stadtverkehr eine gute Idee sein, aber ob das so nachhaltig langfristig gut ist, weiß ich nicht richtig. Ich glaube, da sind noch einige Diskussionen zu führen. Also unser 6.9er jedenfalls, der beschleunigt toll, der liegt toll auf der Straße durch diese tolle Hydropneumatik. Er fährt hervorragend, weil hier technisch viel dran gemacht ist bei Daimler-Benz selber. Und er neigt sich auch gar nicht, wenn man hier um die Kurve fährt, durch die Hydropneumatik. Also er fährt toll, die Maschine hört sich gesund an. Er hat ja gerade mal eben 100.000 Kilometer gelaufen, was nicht viel ist für so ein Auto, für so einen Motor. Hält ja, also eine Maschine hält, wenn man die vernünftig warm fährt, 300.000, 400.000 Kilometer. 7 Liter Motor, da wird ja, guck mal hier, wir fahren den mal 1500 Umdrehungen. Da wird ja nie die ganze Leistung gefordert, die braucht man auch gar nicht. Und man hat halt eben die S-Klasse, das Luxusprodukt der 70er Jahre schlechthin. Und dann auch in so einem Originalzustand aus erster Hand. Ich weiß nicht, wo es das gibt, aber das ist wieder mal ein Auto Cargold-Qualität. Einsame Klasse, nur das Beste. Das ist hier so ein Auto. So. Also was nochmal wichtig ist zu erwähnen, das ist halt ein 450 SEL 6,9. Der hat damals in den 70er Jahren die teuerste Technik gehabt, die es gibt. Und wenn da mal was kaputt geht, kostet das eben auch richtig Geld. Es gibt da wirkliche Spezialisten in der Werkstatt, in Werkstattteilen, Mensch, Quatsch, was Mechaniker angeht, die sich wirklich auskennen mit dem Auto. Aber auch bei dem Auto kann es sein, dass 10.000 bis 20.000 ohne weiteres mal investiert werden müssen. Das ist halt bei einem Oldtimer, der seinerzeit das Beste dargestellt hat, was es überhaupt immer mal möglich ist. Ist auch bei dem Auto möglich. So Kleinigkeiten sind mir aufgefallen. Die kann man machen, die muss man nicht machen. Aber wenn man jetzt pedant ist und sagt, man möchte das Auto haben wie im Neuwagenzustand, das kann ein Auto, was 50 Jahre alt ist, natürlich nicht sein. Das muss jeder wissen, aber Leute, die sich auskennen in dem Thema, die lange dabei sind, wissen das auch. Aber es ist ein sehr schönes, insgesamt toll gepflegtes Auto und sowas gibt es halt eben in der Form ganz selten. Er läuft auch toll. Ich merke, wie er hier fährt. Ein total leiser Motor, völlig unaufgeregt. Es macht Spaß, mit dem zu fahren. Man möchte auch eigentlich gar nicht rasen. Und wenn man dann auf der Autobahn mal sehr schnell unterwegs sein möchte, mit 234 Spitze ist das auch möglich. Ja, da sind wir, meine lieben Freunde, meine lieben Automobilfreunde. Bin ich ja auch ein absoluter Automobilfan und das werde ich auch bleiben, egal was kommt. Und das wird auch der Welt erhalten bleiben. Schaut mal hier, das ist wieder so ein absolutes Spitzenprodukt. Er steht wunderschön da auf der Wiese vor der Bayerischen Kapelle. Sicher eine Rarität und wer Lust hat, es gibt ja heute aus steuerlich auch ganz interessant, man kann ja so einen Wagen sehr günstig bewegen. Und wenn man das mal zusammen addiert, man hat hier vielleicht ein bisschen mehr Reparaturen, weil er halt eben 50 Jahre alt ist. Man fährt aber absolut luxuriöses Auto. Ist was total Schönes. Man hat mittlerweile da auch die Freaks auf seiner Seite, weil die Jungs, die damals mit 10 Jahren hinten auf der Bank gesessen haben, sind heute in der Regel erfolgreiche Manager oder Unternehmer. Und das wäre nochmal meine Bitte an euch. Wenn ihr richtig tolle Familienfahrzeuge habt, erster Hand, wenig gelaufen, top gepflegt, bitte ruft uns an 080 36 70 04 oder die Hamburger Kollegen 040 25 33 5000. Das ist immer was für Cargold, da sind wir schnell dabei. Und wir sehen auch zu, dass die Autos wirklich erhalten werden und dann auch wirklich in die richtigen Hände kommen. Wir haben mittlerweile deutlich über 10 Millionen Aufrufe bei YouTube
Und da melden sich, unser Kanal ist mittlerweile so etabliert und so bekannt, dass wir so tolle Sachen angeboten bekommen und auch sowas immer wieder präsentieren können. Tja, also das war mein 6-9-Film. Morgen geht es gleich weiter. Ich bin ja gerade aus dem Urlaub zurück, bin gut motiviert und erholt, habe ein bisschen kurzen Putz. Und dann legen wir wieder los und ich freue mich auf euch, wenn ihr mir zuschaut und Freude habt daran. Euer Stefan Luftschitz und ciao.